Wir Frauen hätten gerne echte Männer. Wir Frauen möchten gute Männer, wir Frauen möchten faire Männer, die uns auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte mit diesem Text zur Bekämpfung jeglicher Form von Diskriminierung beitragen und das Verständnis bei Männern und Frauen für Sexismus und Diskriminierung erhöhen. Ich möchte Männer und Frauen zum Nachdenken anregen. Mit dem folgenden Beispiel, mit den folgenden Fragen und Antworten einer jungen Frau und eines jungen Mannes möchte ich zeigen, wie wir Frauen die Welt anders wahrnehmen, als ihr Männer die Welt wahrnehmt. Ich möchte das sichtbar machen. Würdest du jetzt allein im Dunkeln joggen gehen? Die Frau sagt leider nicht, der Mann sagt ja definitiv. Überqueren Sie die Straße, um einer Männergruppe aus dem Weg zu gehen. Sie sagt ja immer, er sagt nein, sicher nicht. Hassen Sie es, an einer Baustelle vorbeizulaufen? Sie sagt ja immer, er sagt nein, nie. Würden Sie den schnellsten Weg nach Hause nehmen, auch wenn es sich dabei um eine dunkle Gasse handelt? Die Frau sagt nein, ich würde einen Umweg machen und er sagt, ich würde die Abkürzung nehmen. Halten Sie Ihre Schlüssel in den Händen, während Sie alleine gehen oder sich in einer Tiefgarage befinden. Sie, ja, auf jeden Fall. Er, nein, warum? Wird Ihnen von Fremden gesagt, dass Sie mir lächeln sollen? Sie, ja, das höre ich leider immer noch viel. Er, nein. Wurden Sie jemals als Katze bezeichnet, wenn Sie die Straße entlang gehen? Sie lacht und sagt ja jeden verdammten Tag. Vielleicht stimmt das ja nicht ganz, aber sie hört es. Und er lacht und sagt, nein, nie und sonst nehme ich es als Kompliment. Diese Fragen wurden in diesem Jahr einer jungen Frau und einem jungen Mann gestellt und die sind auf jeden Fall nicht repräsentativ, aber es zeigt trotzdem etwas auf. Frauen werden auch heute 2023 noch auf der Straße angerempelt, diskriminiert oder belästigt und haben zum Teil Angst. Und als ich dieses Beispiel gelesen habe, weil ich fühle mich in dem Land, in dem ich wohne, sehr, sehr sicher und hab dieses Problem nicht, aber es hat mich erinnert an meine Jugend oder an meine Zeit, als ich ungefähr 20 war und auf Baustellen musste. Ich habe technische Zeichnerin gelernt und musste viel auf Baustellen. Und ich habe damals die Männer in 3 Gruppen eingeteilt. Da gab es so die Primitiven, die auf dem Dach saßen oder auf dem Gerüst und dann, wenn ich ankam, runtergerufen haben, ah, die geile Katze, ah, guck mal, die geile, weiß ich nicht was. Und gepfiffen haben. Das waren so für mich die Primitiven. Dann gab es die Zuschauer. Von den Zuschauern gab es sehr, sehr viel. Da gab es eine große Gruppe, die haben einfach zugeschaut, mal gucken, wie sie reagiert. Und bei den einen hat man auch gesehen, dass es ihnen peinlich ist. Es hätte sich aber kein Mann vor mich gestellt oder neben mich gestellt und die Primitiven abgestellt oder gesagt, so und jetzt reicht's, Guys. Jetzt ist genug. Da handelt es sich offensichtlich um so ein Gruppenverhalten von Männern und Frauen. Dann in meinem Privatleben, da gab es die Männer, die Gold wert waren und die wären jederzeit neben mich oder vor mich gestanden und hätten gesagt, so, jetzt ist aber genug, jetzt reicht's. Und hätten das abgestellt. In der Arbeit, am Job, in der oder Frauengleichstellungsfrage geht es ja immer noch um gleiche Löhne. Gleiche Löhne sind im Gesetz verankert, dass wir gleich verdienen sollen, ist aber leider immer noch nicht der Fall. Und sexuelle Übergriffe finden auch am Arbeitsplatz leider immer noch statt. Sexuelle oder sexualisierte Bemerkungen.
Ich selber habe in meinem Job an keiner Arbeitsstelle denselben Lohn erhalten wie meine männlichen Kollegen. Ich bin dann jeweils, wenn ich es rausgefunden habe, habe ich die Stelle gewechselt und bin gegangen. Männer und Jungen können und sollen eine größere Rolle bei der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter spielen. Das sagt die isländische Außenministerin und Vorsitzende des Ministerkomitees Thordis Kolbrún und andere Parlamentarier des Europarates. Sie haben zu diesem Thema eine Erklärung abgegeben, in der sie Männer auffordern, Akteure des positiven Wandels zu sein, Sexismus zu bekämpfen und ihre Stimme zu erheben, wenn sie sehen, dass Frauen belästigt oder ungerecht behandelt werden. Ich habe den Text dazu unten im Video verlinkt. Dann gibt's noch den ganzen Bereich in der Familie und das ist in meinen Augen der Bereich, wo diese Diskriminierung und die Rollenbilder für der Männer und Frauen entstehen. Und dazu möchte ich ein Beispiel sagen, das auch zum Nachdenken anregt. Auch in der Familie gehört die Diskriminierung von Mädchen noch lange nicht der Vergangenheit an und Gewalt gegen Frauen häuft sich. Bei der Kantonspolizei Zürich geht jede Stunde eine Meldung von häuslicher Gewalt ein. Die meisten Menschen reden netter mit Menschen außerhalb der Familie als in der Familie und in der Familie wird ein Verhalten hingenommen, welches nirgendwo sonst akzeptiert würde, nur weil es Familie ist. In der Familie erlauben wir, dass auf uns eingeschlagen und mit einem Ton einer Ablehnung gesprochen wird, die phänomenal ist. Das sagt Esther Perel, sie ist Schriftstellerin und Psychologin. Französin, lebt heute, glaube ich, in Amerika oder reist sehr viel. Die Diskriminierung entsteht durch bestimmte Wertvorstellungen, unreflektierte, mitunter unbewusste Einstellungen oder Vorurteile von Männern. Die Wurzel jeder Diskriminierung besteht darin, dass man glaubt, dass man besser ist als andere. Das ist dann Narzissmus, das sagt Raphael Bonelli, ein Psychiater aus Wien. Wie wir miteinander umgehen, hängt vom Umfeld ab, in dem wir aufgewachsen sind. Welches Frauenbild wurde den Kindern vermittelt? Wie gingen die Eltern miteinander um? Ich persönlich habe festgestellt, dass Männer, die in Familien aufgewachsen sind, wo es mehr Mädchen gab, dass die viel frauenfreundlicher sind als die Männer, die in einer Familie aufgewachsen sind, wo es entweder Mann, Frau oder Bub, Mädchen gleich ist oder die Männer in der Überzahl waren. Und dann hängt es selbstverständlich von den Eltern ab, was die Eltern für Rollenbilder vorleben. Nun hier ein Beispiel einer Familie, in der der Vater extrem diskriminierend und übergriffig war. Dieses Beispiel zeigt, wie emotionale Gewalt und finanzielle Diskriminierung der Mutter später den Sohn und die Tochter unterschiedlich beeinflusst haben. Mein Vater war jähzornig und wenn er explodierte, war nichts und niemand mehr vor ihm sicher. Einmal musste sich unsere Mutter mit mir im Esszimmer einschließen, weil wir solche Angst hatten und die Gewalt meines Vaters ließ die Türe samt Rahmen um die Ohren fliegen. Danach habe ich zugesehen, wie er brutal meine Mutter zusammengeschlagen hat. Ich war auch Zeuge, wie mein Vater das Auto meiner Mutter auf dem Vorplatz in Einzelteile zerlegte und geschrottet hat. Ich habe zugesehen, wie er meinem Bruder den Kopf in die heiße Suppe gedrückt hat und anschließend das Geschirr durch das Esszimmer geflogen ist. Diese Geschehnisse sind von einem jungen Mann oder von einem Mann beschrieben, der in einer Familie aufgewachsen ist mit 3 Kindern. Er selber ist der Jüngste. Dann hat er ein
hatte er einen älteren Bruder und eine ältere Schwester. Die Schwester war die Erstgeborene, dann kam der Bruder und dieser Mann war ein Nachzügler, der ist 7 Jahre jünger. Er war somit vermutlich eher Zuschauer als die älteren Kinder, weil die Schwester hat die Gewalt ganz anders erlebt. Für diese Frau wurde geprügelt, die wurde in die dunkle Heizung gesperrt, wenn der Vater ausgetickt ist. Der wurde vom Vater ein anderer Name gegeben, die wurde nicht bei ihrem Namen gerufen vom Vater, sondern der Vater hat der Tochter einen Bubennamen gegeben, und zwar den Namen eines Nachbarn, über den immer gelacht wurde. Das war dann doppelte Diskriminierung des Mädchens. Und der Nachbar mit diesem Namen, der hatte O-Beine und der war so im Dorf auch ein bisschen der Dorftrottel, über den hat man viel gelacht. Und wenn sich die Mutter gewehrt hat oder die Tochter, dann wurde es nur noch schlimmer. Die Tochter die kam mit einer Behinderung zur Welt, was vermutlich noch dazu beigetragen hat, dass der Vater sie diskriminiert hat. Die Tochter hatte eine Hüftdysplasie und hatte ihr Leben lang Schmerzen. Wenn sie nicht mehr gehen konnte und wenn sie müde war, wenn die Familie spazieren gegangen ist oder wenn sie Skifahren gingen und sie nicht mehr konnte, dann hat der Vater sie ausgelacht und gesagt, sie soll mal auf die Zähne beißen und sie soll nicht so ein Schwächling sein. Die Tochter ist früh ausgezogen, weil sie das nicht ausgehalten hat aber dann doch noch eine Weile im elterlichen Betrieb gearbeitet. Da waren Beschimpfungen gegenüber der Mutter, die haben regelmäßig stattgefunden. Der Vater, der hatte Freundinnen, der hatte Geliebte, der ist fremdgegangen. Und wenn die Mutter das jeweils rausgefunden hat und ihn zur Rede gestellt hat, dann wurde die Mutter beschimpft, du bist keine 5 Rappen wert und du bekommst nichts, wenn du mich verlässt. Und kein Rappen gebe ich dir und so. Also der Mann hat die Frau unter Druck gesetzt und die Tochter sagt, dass die Gewalt meistens dann stattgefunden hat, wenn die Mutter ihn zur Rede gestellt hat. Der Vater hat der Mutter auch die Konten gesperrt, wenn die Mutter ihm mit der Scheidung gedroht hat, und um ihr zu zeigen, dass sie wirklich kein Geld bekommt. Und die Mutter musste dann die Tochter um Geld bitten. Die Tochter hat sehr früh die Rolle der Vermittlerin eingenommen. Sie hat versucht zu vermitteln zwischen den Eltern, die hat sehr früh eine erwachsene Rolle eigentlich eingenommen. Diese Tochter sagt auch, dass sie sich immer gewünscht hätte, dass ihr Bruder ihr geholfen hätte und dass ihr Bruder neben sie gestanden wäre und dazu beigetragen hätte, die Gewalt zu beenden. Sie sagt, ich glaube, wenn ein Mann vor meinem Vater gestanden wäre, hätte das mehr bewirkt. Mich hingegen hat er nur ausgelacht und abgewertet. Die Mutter hat damals, als sie so bedroht wurde und der Vater ihr die Konten gesperrt hat und das Auto auseinandergenommen hat, hat die Mutter angefangen, selber ihre Konten zu eröffnen und hat dann das Geld, welches sie aus der Erbengemeinschaft ihrer Familie erhalten hat, selber verwaltet. Bis dahin ist das Geld auf gemeinsame Konten des Ehepaares gegangen. Die Mutter hat vor dem Vater angefangen, Geld zu verstecken, weil sie Angst hatte, dass der sie irgendwann verlässt mit seinen Eskapaden da mit den Frauen, und hat dafür ein Bankschließfach gemietet und dieses Geheimnis der Tochter anvertraut.
Die Tochter musste ihr versprechen, dass sie das Geld mit ihrem Bruder teilen wird, falls der Mutter etwas zustößt oder falls die Mutter stirbt. Die Tochter hat schon nicht mehr zu Hause gelebt und hat dann irgendwann erfahren, hinter ihrem Rücken, dass ihr Bruder um Land von den Eltern gebeten hatte, weil er da bauen wollte. Und die Tochter hat dann die Eltern angerufen, respektive den Vater angerufen, um zu fragen, warum das hinter ihrem Rücken passiert, und sie würde gern darüber reden. Der Vater wurde wütend, hat ihr das Telefon abgehängt, hat sie abgewertet. Die Tochter hat dann versucht, mit dem Bruder und der Mutter zu sprechen. Die hat beiden einen Brief geschrieben und wollte die Angelegenheit besprechen, weil ihr war es einfach wichtig, dass da Augenhöhe, Klarheit und Transparenz herrscht, weil sie wollte verhindern, dass da in der Zukunft irgendwelche Probleme entstehen. Die Tochter, das war so oder ist ihre Haltung im Leben, die hat das auch in allen Beziehungen, hat diese Haltung, dass man über Dinge spricht. Was passiert, wenn? Wie gehen wir mit um, wenn? Und die hatte einfach die hatte diese Haltung, dass man besser Sachen im Vorhinein bespricht und weiß, wie man damit umgeht, als wenn man irgendwie böse Überraschungen erlebt. Der Bruder hat sich nicht gemeldet, den hat das nicht interessiert, der wollte einfach nur ihre Unterschriften. Die Tochter musste da Unterschriften geben, weil sie auf einem Landstück eingetragen war, das der Bruder wollte, und weil das steuertechnisch besser war. Das hat aber nicht ihr gehört, sondern da war sie einfach eingetragen. Und die Mutter hat sie dann besänftigt und hat gesagt, jetzt mach kein Drama und jetzt unterschreib einfach alles und ich werde dann schon gucken. Und die Tochter war irgendwie sehr enttäuscht, hat sich dann zurückgezogen, hat die ganzen Papiere unterschrieben und ist wieder gegangen, hat gedacht, okay, macht was ihr wollt, und hat darauf gehofft, dass die Eltern fair sind oder dass der Vater fair sein wird. Sie hat damals die ganzen Auswirkungen in der Familie, wie sie dann später passiert sind, nicht gesehen. Und für mich bleibt da wirklich die Frage, wieso und warum der Bruder sich geweigert hat, wieso dass der Bruder, der die ganze Gewalt und alles auch mitbekommen hat, da nicht gesagt hat, okay, lass uns zusammensitzen, dass der da nicht eine Rolle eingenommen hat, eigentlich, die fair wäre und die vielleicht da ein bisschen Gleichgewicht oder ein bisschen Balance auch in die Familie gebracht hätte oder dem Vater ein anderes Bild gezeigt hätte oder dem Vater gezeigt hätte, wie man anders mit der Situation umgehen kann. Das war erst der Anfang. Die Tochter wollte die Eltern eigentlich nicht belasten, die wollte aber ein Jahr später eine Wohnung kaufen und hat den Vater gebeten, ob er ihr helfen könnte, und das war im Verhältnis zum Land, das der Bruder bekommen hatte, ein kleiner Teil. Sie hat noch 100.000 Franken gebraucht für diese Wohnung. Der Vater hat ihr das verweigert und die Tochter hat dann gesagt, kannst du es mir wenigstens ausleihen, weil die wollte die Eltern wirklich nicht belasten, und ihr war das auch, also die wollte auch selbstständig sein und wollte ihr Leben selber kreieren. Der Vater hat ihr auch
das verweigert. Der Vater hat ihr nicht geholfen, hat ihr das Geld nicht ausgeliehen, was die Tochter sehr enttäuscht hat. Die hat sich dann immer mehr zurückgezogen aus der Familie, weil sie enttäuscht war, weil das nicht der Umgang war, den sie sich gewünscht hätte und den sie sich vorgestellt hatte. Nochmals ein paar Jahre später hat der Bruder die Firma gekauft, in der er gearbeitet hat. Er hat das der Schwester erzählt und die Schwester, die hat ihm damals sogar Geld geboten. Er hat gesagt, ich kann dir gerade im Moment, könnte ich dir helfen. Der Bruder hat das abgelehnt und die Schwester hat darauf bestanden, dass die Diskussionen dieses Mal in der Familie, dass das in der Familie diskutiert wird und dass sie einbezogen wird. Der Bruder hat gesagt, ja, mache ich. Und ein halbes Jahr später hat die Tochter erfahren, dass der Bruder die Firma gekauft hat und dass die Eltern ihm das Geld gegeben haben, dass die Eltern ihm geholfen haben. Und als sie den Bruder angerufen hat, hat er ziemlich scheißig reagiert und hat gesagt, ja, da hast du die Verträge, jetzt tu nicht so, ist doch alles kein Problem, hier, da sind die Verträge, hat ihr 2 Verträge geschickt mit einem, das sind Darlehensverträge. Die Tochter hat dann jedoch nochmals wieder etwas später vom Vater erfahren, dass der Vater dem Bruder mehr Geld gegeben hat. Sie hat jetzt vom Bruder eine Aussage und vom Vater eine Aussage. In der Zwischenzeit ist jedoch die Mutter gestorben. Und die Mutter, die hat ja der Tochter dieses Geld anvertraut. Die Mutter wollte, dass dieses Geld an die Kinder geht. Da wurde zuvor noch ein Ehe- und Erbschaftsvertrag abgeschlossen zwischen den Eltern und die Tochter hat den nicht unterschrieben, weil sie wusste, dass der Vater Geld vor der Mutter versteckt. Das war Geld, das er aus der Firma gezogen hat. Die Tochter hat das mitgekriegt, als sie zu Hause gearbeitet hat und war da aber auch loyal oder halb loyal zum Vater. Sie hat es der Mutter gegenüber immer wieder erwähnt, aber nicht richtig. Ja, die war da so halb loyal zum Vater auch. Aber die wusste das und dann hatte sie ja auf ihren Schultern das Geld der Mutter, wo die Mutter wollte, dass das die Kinder bekommen. Und die Tochter wollte Transparenz. Die hat sich da dann wieder eingesetzt, dass da Transparenz herrscht, hat ihrem Vater angerufen und gesagt, ich möchte jetzt, dass auch das Geld in den Erbvertrag reinkommt, dass du da versteckst. Der Vater wurde da auch wütend, hat jetzt das Telefon aufgehängt und die Mutter hatte Angst. Die Tochter hat die Mutter gebeten, das in den Erbvertrag reinzunehmen und die Mutter hatte aber Angst. Vor dem Vater, wie gesagt, ja, die hat das so vor sich hingeschoben. Hat gesagt, ja, ich muss einen guten Moment abpassen, um mit ihm darüber zu reden, sonst tickt er wieder aus. Das ist nicht passiert und die Mutter ist gestorben. Die Tochter hat dann darauf bestanden, weil die wollte immer, dass der Bruder auch von dem Geld weiß und hat darauf bestanden, dass die Mutter dem Bruder von dem Geld erzählt und das hat die Mutter dann gemacht und quasi unter Druck der Tochter, weil die Tochter das wollte. Also, und dann starb die Mutter, da lag im Spital im Sterben. Und die Tochter, die lebt im Ausland, ist da kurz, ein paar Stunden bevor die Mutter gestorben ist, ist sie da noch ins Spital gekommen und die Mutter hat ihr da von dem Geld, hat nochmals gesagt, das Geld ist nicht mehr auf der Bank, das ist jetzt zu Hause, ich habe es versteckt in einem Geheimfach, bitte hol es. Und teils mit deinem Bruder, das gehört euch. Und die Mutter hat auch von einer Frau geredet und wie sehr sie die ganzen Affären des Vaters immer belastet haben und wie sehr sie sich immer geschämt hatte. Also es war ein sehr, sehr tiefes Gespräch zwischen Mutter und Tochter.
Und die Mutter hat da immer einen Namen erwähnt von einer Frau, die, als die Tochter ein Kind war, aktuell war über mehrere Jahre. Später an diesem Tag ging die Frau oder die Tochter bei ihrem Vater vorbei, um das Auto ihrer Mutter zu holen, und hat ihn dabei gesagt: Weißt du eigentlich, wie sehr du deine Frau verletzt hast? Deine Frau oder meine Mutter hat den ganzen Morgen von dieser Frau gesprochen, von Julie gesprochen. Und da wurde der Vater extrem wütend und hat die Tochter aus der Wohnung geschmissen. Die Tochter ging zurück ins Spital und hat am nächsten Tag dann dem Bruder gesagt, also die Mutter starb am Morgen und weder der Vater noch der Bruder sind gekommen, als die Tochter angerufen hat. Die wollten nicht kommen. Und der Bruder ist dann gekommen, als die Mutter schon tot war. Und da hat die Tochter, die Schwester, mit ihrem Bruder geredet, hat gesagt, hey, mein Vater, der hat mich angegriffen wieder einmal und ich komme nicht an die Abdankung. Ich will so nicht in der Kirche neben meinem Vater stehen. Ich will da nicht so tun, wie wenn nichts wäre. Ich will vor den Verwandten, ich will nicht eine gute Miene machen vor den Verwandten. Ich möchte aber an der Aschenbeisetzung dabei sein und ich möchte, dass du das Geld holst. Das Geld ist da und da versteckt, hat das ihrem Bruder gesagt. Der Bruder hat gesagt, ja, mache ich. Der Bruder hat sich nicht mehr bei der Schwester gemeldet. Und als sie ihn angerufen hat nach der Abdankung, hat er ihr gesagt, ich und mein Vater, wir haben beschlossen, dass du nicht an die Aschenbeisetzung deiner Mutter kommst. Und wir werden die Asche nicht da beisetzen, wo sie die Mutter wollte, sondern wir machen das im Wald. Das ist auch okay. Die Tochter wurde sehr, sehr wütend, vor allem, weil der Bruder die Asche irgendwo anders beisetzen wollte. Und sie hat gesagt, wenn er das macht, dann wird er sein Leben lang bereuen. Und dann hat sie nach dem Geld gefragt und da hat der Bruder gesagt, dass es kein Geld gibt, dass das Geheimfach leer gewesen ist. Die junge Frau hat einmal das Verhalten ihres Bruders und ihres Vaters wie folgt beschrieben. Ich wurde von einem Menschen, dem ich vertraute, gemobbt, belogen und ausgegrenzt, ohne zu wissen und zu verstehen, was da mit mir gemacht wird. Mein Bruder und mein Vater haben mich aus der Familie ausgeschlossen und dies hat sich so angefühlt, wie wenn ich aus einem Flieger von 10.000 Meter Höhe ohne Fallschirm geworfen worden wäre. Die Tochter wurde von da an nicht mehr in die Wohnung gelassen. Sie durfte nicht durch die Sachen ihrer Mutter gehen und die persönlichen Gegenstände von ihrer Mutter. Sie hat auch von den persönlichen Gegenständen nichts bekommen. Und die Mutter, die hat ihr, wenn die Tochter sie besucht hat oder so während dem ganzen Leben, hat die Mutter immer gesagt, das bekommst du dann mal. Die hat so Antiquitäten gesammelt und hatte Postkarten gesammelt und er hatte alles Mögliche gesammelt. Und da hat sie mir zur Tochter gesagt, das kriegst dann du einmal. Und die Tochter hat von den ganzen persönlichen Gegenständen kein Haar der Mutter bekommen. Der Vater hat sie nicht in die Wohnung gelassen und
Die Tochter wohnt im Ausland und bevor sie zurückging, hat sie den Vater angerufen und gesagt, ich möchte wenigstens einen Ring mitnehmen oder ein Schmuckstück. Und auch da hat der Vater sich geweigert. Er hat gesagt, du kriegst gar nichts, das ist alles mir. Weil das Geld der Mutter auf diversen Konten verteilt war und weder die Konten noch die Obligationen offiziell nicht existierten, hatte die Tochter juristisch nichts in den Händen. Die konnte nicht gegen den Vater oder gegen den Bruder klagen und musste das einfach so hinnehmen. 2,5 Jahre später hat der Bruder zugegeben, dass es Wertsachen und Geld im Geheimfach hatte und dass da auch der Schmuck war und hat den Schmuck dem Anwalt der Familie übergeben und gesagt, die Schwester könne ja den Schmuck haben. Der Bruder hat offensichtlich gemerkt, dass da das Verhalten nicht ganz okay ist von den beiden. Der Anwalt der Familie oder der Anwalt des Vaters, der hatte den Auftrag, die Erbangelegenheit abzuschließen und der Vater hat dem Anwalt den Auftrag gegeben, der Tochter zu sagen, dass ihr da nichts gehört. Die Tochter wusste, dass sie juristisch keine Chance hatte und hat mit dem Anwalt hin und her kommuniziert, hin und her ge-E-Mailt, hat dem Anwalt ihre Situation und ihre Sicht erklärt. Und der Anwalt hat dann eine Mediation vorgeschlagen, zu der der Vater kam. Und in der Mediation hat der Anwalt der Familie, also der Anwalt des Vaters, der den Auftrag hatte, die Erbangelegenheit abzuschließen, dem Vater gesagt, er soll mal der Tochter bitte zuhören, weil die Tochter würde das Gesetz kennen und sie wüsste, was sie machen könne und was nicht. Und dass dies doch eine Angelegenheit wäre, um bei einer Flasche Wein und bei einem feinen Nachtessen zu besprechen. Der Vater wurde wütend und hat der Tochter ein paar Stunden nach dieser Mediation eine SMS geschrieben, sie wäre eine verlogene, geldgierige Drecksau. Die Tochter konnte nichts machen. Die hatte nichts in der Hand und obwohl ihr der Anwalt der Familie eigentlich den Rücken gedeckt hat und versucht hat, die Kommunikation zwischen dem Vater und der Tochter wieder in Gang zu bringen, hat es nicht funktioniert. Die Tochter hat sich dann immer mehr aus der Familie zurückgezogen, hat sich distanziert. Sie hat sich so weit wie nur möglich von der Familie entfernt, hat sich nicht mehr gemeldet. Nur noch, wenn sie ins Heimatland zurückkam, hat sie versucht oder reingefühlt, ob da jetzt eine Kommunikation möglich ist auf Augenhöhe mit dem Vater oder mit dem Bruder. Da wurde ihr die Tür ins Gesicht geschlagen, das Telefon aufgehängt. Der Vater hat jegliche Kommunikation verweigert mit der Tochter und der Bruder hat sich immerhin für einen Kaffee mit seiner Schwester noch getroffen, aber sobald die Schwester angefangen hat mit diesem Thema, ist er aufgestanden und hat gesagt, ich gehe. Also die Geschehnisse rund um den Tod der Mutter, die wurden nie geklärt. Und mit jedem Versuch von ihr für eine Aussprache wurde die Situation nur noch schlimmer. Die Tochter oder diese Frau oder diese Schwester, die hat in diesen 12 Jahren, es sind mittlerweile 12 Jahre vergangen, hat die sehr viel Therapiearbeit gemacht, weil sie hat irgendwann dann gemerkt, dass sie aus der Kindheit traumatisiert war und dass die Ereignisse um den Tod der Mutter nochmals retraumatisiert haben, also wieder neu traumatisiert haben und dass dann die ganze Vergangenheit eigentlich erst sichtbar wurde, die ich hier jetzt erzählt habe. Die Schwester hier hat ihrem Bruder vor 1,5 Jahren eine Mail geschrieben, weil sie gerne die Ungerechtigkeiten in dieser Familie besprechen möchte. Sie hätte gerne Augenhöhe, sie hätte gerne Transparenz.
Und sie möchte gern einfach mit ihrem Bruder wissen, wie sie beide in Zukunft mit dieser Situation umgehen. Der Bruder hat zuerst nicht geantwortet und als sie nochmals nachgefragt hat, hat er eine E-Mail geschrieben: du brauchst mich nicht mehr zu kontaktieren, wir werden beim nächsten Pflichttermin, beim Tod unseres Vaters, wieder voneinander hören. Die Schwester sagt: ich möchte mit meinem Bruder zusammensitzen, ich möchte eine Liste erstellen, möchte mit ihm auf Augenhöhe ausdiskutieren, wie wir mit dieser Situation umgehen, weil da herrscht so ein Chaos. Es ist nicht klar, wer was bekommen hat. Dass wir am Ende aufstehen und eine Lösung gefunden haben, mit der wir beide einverstanden sind. Ich möchte, dass wir uns in die Augen sehen können. Ich möchte ermöglichen, dass wir eine respektvolle Bruder- und Schwesterbeziehung haben. Ich würde gern verhindern, dass die Situation beim Tod des Vaters noch schlimmer wird, dass wir da wirklich in einen Kampf, dass das in einem Kampf endet. Um was geht es hier in dieser Familie? Sind es veraltete Rollenbilder, die zu dieser Situation geführt haben? Ist es Diskriminierung und Gewalt gegenüber der Ehefrau, Mutter, Tochter und der Schwester? Der Sohn, der beschreibt seine Erlebnisse aus der Kindheit ähnlich wie die Tochter. Er hat die Gewalt gesehen. Warum hat er die Schwester nicht an die Aschenbestattung der Mutter gelassen? Das ist hier immer wieder die große Frage. Wieso übernimmt der Sohn das gewalttätige Verhalten des Vaters? Warum nimmt er den Vater in Schutz? Wie unbewusst übernehmen wir Rollenbilder unserer Eltern? Die Tochter möchte ungesunde Altlasten in der Familie auflösen. Sie möchte ein Gespräch auf Augenhöhe. Sie möchte Klarheit, sie möchte Transparenz, sie möchte Gleichberechtigung in der Familie. Und der Bruder verweigert ihr jegliche Kommunikation. In einem gesunden System, in einem gleichberechtigten System, in einer Familie, in der die Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen schon in der Erziehung implementiert wird, da würde vermutlich ein Gespräch auf Augenhöhe möglich sein. Da hätte man den Kindern beigebracht, dass sie beide wertvoll sind. Und in solch einem System fühlt sich keiner sicher, wie das hier beschrieben wird. Da gewinnt keiner, da gibt es nur Loser. Auch die Männer verlieren hier, mindestens emotional oder in der zwischenmenschlichen Welt. Da verlieren auch die Männer. Die haben zwar das Geld und die Macht, darüber zu entscheiden, aber im Zwischenmenschlichen verlieren auch die Männer. Und nochmals, wie sehr uns Rollenbilder immer noch prägen, zeigen auch die unten verlinkten Videos, die Kurzfilme, die ich aufgeführt habe. Ich habe 4 Kurzfilme unten verlinkt. Und sie sollen Männer und Frauen zum Nachdenken anregen. 150 Jahre Emanzipationsgeschichte, die Geschlechterrollen, das ist einer der Kurzfilme. Dann Männer beantworten sexistische Frauenfragen. Eine Frau fragt, geht die Rolle oder das Frauenbild zurück in die 50er Jahre und schaut sich die sozialen Medien an. Ein Mann macht eine Kurzreportage darüber, typisch Junge, typisch Mädchen, warum Geschlechterrollen zum Problem werden könnten. Einfach zum Nachdenken. Ich persönlich, ich würde mir eine Welt wünschen,
die für alle sicher ist. Und vor allem würde ich mir mehr Selbstverständlichkeit von den Männern wünschen. In diesem Bereich gibt es noch sehr viel Arbeit zu tun und ich wünschte mir, dass wir als Gesellschaft, sowohl Männer wie auch Frauen, mehr reflektieren würden und uns für ein natürliches und gleichberechtigtes Miteinander auf Augenhöhe öffnen könnten. Weil nur wenn wir miteinander die Zukunft gestalten und diese Frauen- und Männerrollen diskutieren und Möglichkeiten schaffen, vielleicht sogar neue Rollenbilder schaffen, dann tragen wir dazu bei, dass die Zukunft oder dass wir alle Früchte tragen. Und dazu möchte ich euch noch zum Abschluss eine Geschichte schenken oder ein Experiment schenken, das in Afrika durchgeführt wurde und wie uns diese Kinder zeigen, wie das funktionieren könnte. Ein Anthropologe führte ein spielerisches Experiment mit den Kindern eines afrikanischen Stammes durch. Er stellte einen Korb mit Früchten unter einen Baum und erklärte den Kindern, das erste Kind, welches zuerst den Baum erreicht, erhält den gesamten Korb. Er war nicht schlecht erstaunt, als er das Startsignal gab und die Kinder, anstatt um die Wette zu laufen, im Wettstreit um den Preis, drängelnd und sich schubsend, nahmen sich die Kinder bei der Hand und gingen gemütlich zum Baum. Dort setzten sie sich um den Korb und teilten die Früchte. Auf die Frage des Wissenschaftlers, warum sie das so getan haben, bekam er die Antwort Ubuntu. Wie kann denn einer von uns glücklich sein, wenn alle anderen unglücklich sind? Ubuntu bedeutet, ich bin, weil wir alle sind.